Servus Freunde, Hyboxing hat mir den neuen 18859 zugesendet und in diesem Video packen wir das neue Auto aus und werden auch noch einen Bashing-Test machen. Viel Spaß! In der Verpackung des Hyboxing 18859 findet ihr zunächst Aufkleber und die Bedienungsanleitung. Dahinter befindet sich auch schon das Auto, wovon ihr einfach nur die beiden seitlichen Teile herausheben müsst, um dann zum Auto zu gelangen. Der erste Eindruck des Autos ist sehr gut und überzeugend, da nichts knarzt oder wackelt. Abgesehen davon besitzt das Auto leider nur eine Luftfederung und keine höherwertige Ölfederung. Im weiteren Lieferumfang des Autos findet ihr ordentlich viel Zubehör, dazu gehört die Fernbedienung und weitere Ersatzteile, genauso wie ein zweiter Akku für das Auto. Die beiden Akkus sind jeweils ein 850 mAh LiPo. Um die beiden Akkus aufzuladen, legt euch Hyboxing noch ein Aufladegerät mit bei. Das weitere Zubehör besteht aus einem Sechskantschlüssel, einem Schraubendreher und weiteren Ersatzteilen für die Differentialausgänge. Bevor ihr die Sticker auf die Karosserie klebt, solltet ihr zunächst die Plastikschutzfolie abziehen. Die Karosserie fühlt sich sehr flexibel und des Weiteren auch gut verarbeitet an. Das schwarz-orangene Design gefällt mir übrigens sehr gut. Unter der Karosserie befindet sich dann ein 390er Borscht-Motor mit schwarzem Kühlkörper. Erfahrungsgemäß wird dieser Motor zwar heiß, aber nicht extrem heiß. ESC und Receiver sind kombiniert und in einem roten Gehäuse vorzufinden. Daran angesteckt sind das 5-Kabel-Servo und auch der Stecker für die hellen LED vorne. Der 18859 im Maßstab 1:18 besitzt übrigens auch ausreichend gute Reifen, die innen aber keinen Schaumstoff haben. In dieser Preisklasse sehr ungewöhnlich sind die Dogbones hinten und vorne aus Metall, genauso wie der Center Drive Shaft. Ansonsten besteht das Auto aus viel Plastik, was ich aber gar nicht so schlecht finde, da zum Beispiel mein 16889 auch aus viel Plastik besteht und mir bisher auch kein einziges Teil gebrochen ist, obwohl ich mit diesem Auto wirklich sehr heftig gefahren bin. Die Fernbedienung liegt in Ordnung in der Hand, dafür fühlt es sich aber billig an, was auf den geringen Kaufpreis zurückzuführen ist. Und außerdem gibt sie meiner Meinung nach nicht perfektes Feedback über das Fahrverhalten des Autos. Besonders Anfänger dürften sich aber über die Funktion erfreuen, dass man die Geschwindigkeit entweder auf normal oder auf langsam einstellen kann. Das Design des Autos gefällt mir ziemlich gut. Im Vergleich zum größeren 16889 oder zum baugleichen Hyboxing Hailstorm fällt auf, dass hauptsächlich die Reifen und die internen Komponenten des 18859 kleiner sind als beim größeren 16889. Aber genug geredet, in diesem Teil erfahrt ihr nun, wie sich das Auto verhält und auch wie lange die Akkulaufzeit ist. Yo Freunde, ich bin nun auf der Baustelle, wo ich den neuen 18859 auf Sprungschanzen und schon im Schotter richtig gut testen kann. Viel Spaß! Also hier auf dem großen Gelände reißt er sehr oft aus. Es ist sehr schwierig, ihn hier unter Kontrolle zu halten. Besonders eben auch wegen den leider schlechten Federn hier. Aber ansonsten macht das Auto hier einen guten Eindruck eigentlich. Vollgas ist es jetzt hier aktuell. Es ist in Ordnung, aber es ist auch nicht wahnsinnig schnell.
schon eine Klammer hier verloren. Gleich mal wieder hier reinmachen. Jetzt werden wir einmal hier vorne da hochspringen. Mal schauen, ob wir es überleben. Ich finde, der Hiboxing 18859 macht einen wirklich guten Bashing-Eindruck auf mich. Das Auto scheint sehr tough zu sein und abgesehen davon springt es auch sehr schön. Negativ ist mir dagegen aufgefallen, dass das Auto leider sehr oft umgefallen ist und ich es wieder aufstellen musste. Aber schauen wir einmal unter die Karosserie, wie warm Motor und ESC sind. Der Motor ist zwar warm, aber auch nicht extrem heiß, was wahrscheinlich auch den aktuellen, eher niedrigen Temperaturen zu verdanken ist. Das ESC selber ist kein bisschen warm. Übrigens hat der Akku immer noch gehalten und ich könnte auch noch weiterfahren, was eine deutliche Steigerung und deutlich mehr Akkuluftzeit ist als beim VLTOS 104009. Auch auf der Unterseite des Autos scheint nichts kaputt zu sein. Die Karosserie selber sieht noch fast wie neu aus. Insgesamt ein wirklich tolles Auto, nur man sollte bedenken, dass es eben nur ein 390er Brushed Motor ist und kein Brushless Motor und man mit diesem Auto auch keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen wird. Aber rein als Plattform für Brushless Conversions ist dieses Auto auch für Fortgeschrittene definitiv kein Fehlkauf.